Ingrid Oliveira. Bueno da Silva wurde im April 2001 in São Paulo geboren. Seit ihrer Kindheit war sie als ruhiges, freundliches und umgängliches Mädchen bekannt. Freunde und Verwandte schätzten ihren scharfen Verstand, ihr auffälliges Aussehen und ihr Selbstbewusstsein. Sie liebte Cosplay, experimentierte mit Make-up und Kleidungsstilen und spielte gerne Videospiele. Als Teenager wurde sie eine begeisterte Spielerin von Call of Duty Mobile. Unter dem Spitznamen Soul spielte sie in einem rein weiblichen Team, nahm an Turnieren teil und half beim Training von Neulingen. Parallel dazu schrieb sie sich an der Universität für den Studiengang Krankenpflege ein. Ihr Wunsch, Menschen zu helfen, bestimmte ihr Leben in vielerlei Hinsicht. Sie war aufmerksam gegenüber ihren Angehörigen, fürsorglich und wirklich gütig. Allerdings gab es auch schwierige Phasen in ihrem Leben. In ihrer Jugend machte sie eine schwere Zeit durch, als sie jemanden im Internet kennenlernte. Diese Erfahrung untergrub ihr Vertrauen in Menschen und verursachte tiefen seelischen Schmerz. Um die Folgen zu bewältigen, begann sie, einen Psychologen aufzusuchen und kehrte allmählich zu einem normalen Leben zurück. Seitdem zog sie es vor, sich im Internet zu bewegen, wo sie sich sicherer fühlte. Die virtuelle Welt wurde für sie zu einer Komfortzone und einer Möglichkeit, sich selbst auszudrücken. In einem anderen Teil von São Paulo lebte Guilherme Costa, das jüngste Kind einer nicht wohlhabenden Familie. Sein Vater verließ die Familie, als er noch klein war, und seine Mutter arbeitete als Putzfrau und war oft nicht zu Hause. Als Kind war Guilherme ein ruhiger und wohlerzogener Junge, half im Haushalt, ging zur Kirche und interessierte sich für Theologie. Er träumte sogar davon, Prediger zu werden. Doch im Jahr 2019 ereignete sich eine Tragödie. Sein älterer Bruder starb. Dieser Verlust hatte einen starken Einfluss auf ihn. Er zog sich zurück, wandte sich von der Religion ab und begann, sich negativ über das Christentum zu äußern. Auch sein Aussehen veränderte sich. Er trug nur noch schwarze Kleidung, mied den Kontakt zu anderen Menschen und lief sogar für kurze Zeit von zu Hause weg. Seine Familie konnte sich keine Psychotherapie für ihn leisten. Das Einzige, was ihm zu helfen schien, waren Videospiele. Auch er begeisterte sich für Call of Duty Mobile, erreichte jedoch nie das Niveau von Ingrid. Schließlich schloss er sich einem weniger starken Team an. Mit der Zeit begann Guilherme, seine Zeit in zwielichtigen Ecken des Internets zu verbringen, wo er mit Menschen mit beunruhigendem Verhalten kommunizierte und geschlossene Foren besuchte, in denen aggressive Ideen ausgetauscht wurden. Im normalen Leben blieb er für seine Umgebung jedoch unauffällig und niemand ahnte, wie radikal seine Ansichten geworden waren. Obwohl Ingrid und Guilherme in derselben Stadt lebten, bewegten sie sich in völlig unterschiedliche Richtungen. Sie baute ihre Karriere auf und strebte nach Stabilität, während er immer tiefer in Isolation und Entfremdung versank. Letztendlich brachte sie ein Online-Spiel zusammen und diese zufällige Begegnung sollte sich sehr bald als Tragödie erweisen. Ihre erste Begegnung fand im November 2020 während eines gewöhnlichen Spiels in Call of Duty Mobile statt. Es war kein Turnier, es gab keine Schiedsrichter, keine Preise und keine Zuschauer, sondern nur ein inoffizielles Spiel mit einem Team aus Spielern aus verschiedenen Städten. Sie landeten im selben Team. Und das reichte aus, um ein Gespräch zwischen ihnen zu beginnen. Normalerweise war Ingrid vorsichtig, wenn sie neue Leute im Internet kennenlernte, aber dieses Mal fiel ihr einer von Guilhermes Teamkollegen auf. Unter seinem Spielernamen wirkte er freundlich und unaufdringlich. Manchmal erzählte er etwas Persönliches. Als Ingrid erfuhr, dass er in derselben Stadt in der Gegend von Paratuva lebte, beschloss sie, die Kommunikation mit ihm außerhalb des Spiels fortzusetzen. Guilherme verstand schnell, wie er ihre Sympathie gewinnen konnte. Er begann sich zu öffnen und erzählte von seinen familiären Schwierigkeiten. Er präsentierte diese Geschichten so, dass er als jemand erschien, der viel durchgemacht hatte, aber dennoch seine Menschlichkeit bewahrt hatte. Da Ingrid von Natur aus einfühlsam und unterstützend war, hörte sie ihm aufmerksam zu. Er hielt den Kontakt aufrecht, ohne Grenzen zu überschreiten. Er war nie aufdringlich. Im Gegenteil, er wirkte bescheiden und zurückhaltend. Ingrid sah in ihm keinen potenziellen Partner, war jedoch der Meinung, dass ihm Unterstützung fehlte und war bereit, ihm diese zu geben. Ihre Gespräche wurden häufiger. Guilherme war fast immer online.
Er sprach über sich selbst, seine Gedanken und deutete manchmal emotionale Schwierigkeiten an. Allmählich wurden seine Nachrichten persönlicher und er begann, sie über ihr Leben, ihre Familie und ihr Studium auszufragen. Eines Tages erklärte er ihr direkt, dass er ihre Beziehung für etwas Besonderes halte und in ihr mehr als nur eine Freundin sehe. Ingrid antwortete klar und deutlich. Sie erklärte, dass sie keine romantische Beziehung suche und es bei einer rein freundschaftlichen Beziehung belassen wolle. Ihre Nachricht ließ keinen Raum für Zweifel. Zu diesem Zeitpunkt widersprach Guilherme nicht und zeigte keine Anzeichen von Verärgerung. Stattdessen antwortete er, dass er ihre Position verstehe und versprach, keinen Druck auszuüben. Nichts in ihrer Korrespondenz deutete auf einen offenen Konflikt hin. Aufgrund dieser wachsenden Verbindung begann Ingrid, Guilherme in Gesprächen mit Freunden zu erwähnen. Einer von ihnen, ihr Ex-Freund Alan, hörte, wie sie erzählte, dass sie im Spiel einen Jungen kennengelernt hatte, der ihrer Meinung nach eine schwere Zeit durchmachte. Sie fügte hinzu, dass er ungewöhnliche Ansichten und Interessen habe. Als Alan begriff, um wen es sich handelte, wurde er besorgt. Guilherme hatte einen gewissen Ruf in der Gaming-Community. Er war bekannt für fragwürdige Inhalte in seinem Profil und unvorhersehbares Verhalten. Ingrid nahm diese Warnungen nicht ernst. Sie sah in ihm einfach einen verschlossenen Jungen mit seelischen Narben, dem es an Kontakt zu anderen Menschen mangelte. Ihrer Meinung nach erklärte dies sein seltsames Verhalten. Sie überzeugte sich selbst und andere davon, dass dies kein Anzeichen für Gefahr sei, sondern lediglich eine Folge seiner schwierigen Vergangenheit. Mit der Zeit begann sie, sich für ihn verantwortlich zu fühlen. Er sagte oft, dass er niemandem außer ihr vertraute und benutzte Sätze wie »Du bist die Einzige, die mich versteht« oder »Bei dir fühle ich mich freier«. Das war keine offensichtliche Manipulation, aber solche Worte belasteten sie emotional. Sein Bedürfnis nach ihrer Aufmerksamkeit wuchs immer weiter und sie fühlte sich schuldig, wenn sie auch nur daran dachte, das Gespräch zu beenden. Von außen betrachtet wirkte ihre Beziehung nicht beunruhigend, doch zwischen ihnen entwickelte sich eine subtile Abhängigkeit. Selbst damals hielt Ingrid Guilherme noch nicht für gefährlich. Für sie war er einfach ein unglücklicher Teenager aus einer schwierigen Familie. Sie empfand ihn nicht als Bedrohung, während er methodisch seine Rolle in ihrem Leben festigte. Das war Teil eines durchdachten Plans, der bald über eine normale Kommunikation hinausgehen sollte. Einige Wochen nach ihrem Kennenlernen begann sich Guilhermes Tonfall zu verändern. In seinen Nachrichten schlichen sich immer häufiger Anzeichen von Hoffnungslosigkeit ein und er betonte, dass er sich nur dank einer einzigen Person, Ingrid, über Wasser halten könne. Schließlich begann er, ihr Fotos von sich mit Waffen in den Händen zu schicken und beharrte darauf, dass es sich um Airsoft-Repliken für Spiele handele. Ingrid nahm das nicht ernst, obwohl sie sich unwohl fühlte. Sie zeigte Alan einige Fotos und er dachte sofort, dass dies nicht wie ein Spiel aussah, sondern eher wie eine Absichtserklärung. Alan bat sie eindringlich, den Kontakt abzubrechen, da er der Meinung war, dass der Junge offensichtlich Probleme habe und der Umgang mit ihm unsicher sein könnte. Ingrid erzählte ihren Eltern nichts von ihrem neuen Bekannten, weil sie ihre heftige Reaktion befürchtete. Nach dem Vorfall, der ihr mit 16 Jahren widerfahren war, hatte sie bereits strenge Kontrollen durch ihre Familie erlebt und wollte nicht erneut unter Verdacht geraten, weshalb sie alle Details ihrer Korrespondenz und ihrer Treffen für sich behielt. In der Zwischenzeit führte Guilherme eine verschlüsselte Datei, die ihm als persönliches Tagebuch diente. Er veröffentlichte sie nirgendwo, erwähnte sie jedoch gelegentlich gegenüber einigen vertrauten Kontakten. Darin dokumentierte er ausführlich seine Gedanken, die von Tag zu Tag radikaler wurden. Eines seiner ständigen Themen war seine Wut auf das Christentum. Er beschrieb seine Familie als unaufrichtig und naiv und die Kirche als Instrument der Täuschung. In seinen persönlichen Aufzeichnungen schilderte Guilherme, dass er Stimmen hörte, die ihm befahlen zu handeln. Er machte keinen Hehl daraus, dass es sein oberstes Ziel war, anderen Menschen Schaden zuzufügen, um seine Weltanschauung durch aggressive Handlungen zum Ausdruck zu bringen. Er sah sich selbst als Soldat im Krieg gegen religiösen Betrug und betrachtete seine Absichten als Mission. Er schrieb, dass Vertrauen eine Schwäche sei und dass das Ziel jeder Beziehung zu einem anderen Menschen die Kontrolle sei. Er erklärte auch, dass Heuchelei eine seiner Stärken sei
und betonte, dass er sich an die Situation anpassen könne, indem er zu einigen freundlich, zu anderen gleichgültig und zu denen, die ihm seiner Meinung nach nützlich sein könnten, berechnend sei. Ingrid und Guilherme kommunizierten mehrere Monate lang online, bevor sie beschlossen, sich persönlich zu treffen. Anfang 2021 schlug er vor, sich persönlich zu treffen. Ingrid hatte Zweifel, willigte aber ein, unter der Bedingung, dass das Treffen an einem öffentlichen Ort stattfinden würde. Er schlug einen Park in Sao Paulo vor und so kam es zu ihrem ersten Treffen im wirklichen Leben. Während des Spaziergangs blieb Guilherme ein schüchterner, selbstbewusster Typ. Er versuchte nicht, die Distanz zu verringern und verhielt sich ausschließlich freundschaftlich. In den folgenden Nachrichten machte er jedoch deutlich, dass er dieses Treffen als Beginn von etwas Besonderem betrachtete. Für Ingrid kam das überraschend. Sie antwortete direkt, dass sich nichts geändert habe und sie keine romantischen Gefühle für ihn hege. Sie betonte, dass sie ihm keine falschen Hoffnungen machen wolle. Wie zuvor reagierte Guilherme neutral, dankte ihr für ihre Ehrlichkeit und sagte, dass ihm ihre Freundschaft wichtig sei. Innerlich empfand er ihre Ablehnung jedoch als persönliche Demütigung. Bald lud er sie erneut ein, diesmal zu sich nach Hause. Der Grund klang harmlos. Er sagte, er wolle mit ihr in einer gemütlichen Atmosphäre spielen und zu Abend essen. Da Guilhermes Mutter an diesem Tag zu Hause war, ging Ingrid davon aus, dass es sicher sein würde. Sie aßen zu Abend, spielten ein wenig und unterhielten sich. Von außen betrachtet gab es nichts Verdächtiges, aber nachdem sie gegangen war, wurde klar, dass Guilherme diesen Besuch genutzt hatte, um seine eigenen Illusionen zu stärken. Er begann erneut, ihr zu schreiben und behauptete, dass sie nun in einer Beziehung seien und dass es zwischen ihnen ernst werde. Ingrid sagte ihm erneut, dass er sich irre. Diese Unterhaltung erschöpfte sie. Bereits zum 3. Mal musste sie erklären, dass sie kein Interesse an einer Beziehung habe und dass ihre Treffen keine versteckte Bedeutung hätten. Guilherme widersprach ihr nicht offen, begann sich aber anders zu verhalten. Er deutete seine Enttäuschung an und schickte ihr unklare Nachrichten wie »Bald ist alles vorbei«. Trotz dieser beunruhigenden Andeutungen kommunizierte er weiterhin mit ihr, als wäre nichts geschehen. In seinen Nachrichten kam jedoch immer häufiger eine obsessive Fixierung auf ihre Treffen zum Vorschein, denen er deutlich mehr Bedeutung beimaß, als sie tatsächlich hatten. Ingrid erzählte ihren Eltern nichts davon. Sie glaubte, die Situation unter Kontrolle zu haben und sah in Guilherme nur einen übermäßig emotionalen Menschen. Sie ignorierte Allens wiederholte Warnungen, den Kontakt abzubrechen. Obwohl er darauf bestand, dass Guilhermes Verhalten immer beunruhigender wurde, entwickelte sich die Situation weiterhin einseitig. Ingrid empfand nichts als Mitleid für Guilherme, während er sich selbst von der Existenz einer erfundenen Beziehung überzeugt hatte und glaubte, dass sie einfach nicht erkannte, wie nah sie sich angeblich standen. Ihr nächstes Treffen sollte ein Wendepunkt werden. Etwa zu dieser Zeit wurden seine Nachrichten weniger konsistent. Manchmal drückte er volles Vertrauen aus, in anderen Fällen übte er emotionalen Druck aus. Ingrid verstand nicht, dass es für ihn nicht mehr nur ein Gespräch war, sondern ein Schritt zur Verwirklichung seines Plans. Im Februar 2021 verbrachte Ingrid ihre Zeit zu Hause. Sie fühlte sich unwohl und ließ sich auf Covid-19 testen. Bis die Ergebnisse vorlagen, wurde ihr empfohlen, das Haus nicht zu verlassen und nicht zum Unterricht zu gehen. Guilherme wusste, dass sie zu Hause bleiben sollte, begann jedoch darauf zu bestehen, dass sie ihn besuchen solle. Zunächst sagte er nur, dass er mit ihr reden wolle, dann erklärte er, dass ein Freund, angeblich ein Tätowierer, zu ihm kommen würde, um ihm zu Hause ein Tattoo zu stechen und dass die Bezahlung auch die Möglichkeit beinhalte, ihr ebenfalls ein Tattoo zu stechen. Er stellte dies als eine seltene Gelegenheit und einen Grund dar, sich dennoch zu treffen. Ingrid war skeptisch. Sie antwortete, dass sie die Testergebnisse noch nicht erhalten habe und sich nicht sicher sei, ob es eine gute Idee sei, das Haus zu verlassen. Als die Idee mit dem Tattoo nicht funktionierte, änderte er seine Taktik und begann, sich über seinen emotionalen Zustand zu beklagen. In einer Nachricht schrieb er direkt, dass er nicht wisse, ob er noch einen weiteren Tag überstehen könne, wenn sie nicht käme. Er betonte, dass sie ihn nicht berühren oder sich ein Tattoo stechen lassen müsse. Er wolle nur, dass sie bei ihm sei. Der ständige Druck brachte Ingrid ins Zweifeln. Sie wusste, dass sie nicht gehen musste.
befürchtete jedoch, dass im Falle einer Ablehnung etwas Unwiderrufliches passieren könnte, zumal er auf einem Treffen bestand und dabei seine Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit gezielt als Druckmittel einsetzte. Am Tag vor dem Treffen schrieb Ingrid Allen eine Nachricht. Er bemerkte ihren beunruhigten Tonfall und fragte, ob alles in Ordnung sei. Sie ging nicht ins Detail, schrieb jedoch, dass sie nicht sicher sei, wie alles ausgehen würde. Nach einem kurzen Gespräch schickte sie ihm eine Nachricht. Wenn etwas passiert, leb wohl. Diese Nachricht beunruhigte ihn. Er versuchte herauszufinden, was sie damit meinte, doch Ingrid antwortete nicht mehr. Als Ingrid ankam, war Guilhermes Mutter zu Hause. Zu dritt frühstückten sie. Er verhielt sich ruhig und vermied jede verdächtige Bemerkung oder Handlung. Um 10:30 Uhr ging seine Mutter zur Arbeit und kurz darauf verließ auch sein Bruder das Haus, der als Lieferfahrer für Essen arbeitete. Nur Ingrid und Guilherme blieben im Haus zurück. Er führte sie in das Zimmer, das einst seinem verstorbenen Bruder gehört hatte. Bis zu diesem Moment deutete nichts auf eine Gefahr hin. Ingrid machte sogar ein Selfie mit Guilherme und schickte es Alan mit der Nachricht, dass alles in Ordnung sei. Das war die letzte Nachricht, die sie jemals verschickte. In diesem Moment war Ingrid ganz allein, fühlte sich unwohl und hatte keinerlei Unterstützung. Sie hatte ihren Eltern nicht die Wahrheit gesagt und sich von ihren Freunden distanziert. Alan war der Einzige, der von dem Treffen wusste, doch auch er kannte nicht das ganze Bild. Alles geschah unter dem Mantel der Geheimhaltung. Guilherme hingegen folgte einem im Voraus ausgearbeiteten Plan. Er hatte erreicht, was er wollte. Ein privates Treffen. Allein mit ihr, ohne Zeugen. Das war der Moment, auf den er so lange hingearbeitet hatte. All seine vorherigen Manipulationen und Gespräche über Hoffnungslosigkeit waren nichts anderes als die Vorbereitung auf diesen entscheidenden Schritt. Ohne Vorwarnung griff Guilherme Ingrid an. Er hatte sich im Voraus vorbereitet und ein großes, machetenähnliches Messer mitgebracht. Sie wurde überrascht. Die Ermittler stellten später fest, dass es keine Anzeichen für einen Kampf gab, was bestätigte, dass sie keine Chance hatte, sich zu verteidigen. Guilherme versetzte ihr mindestens 5 tiefe Stiche. Sein Ziel war es, ihr tödliche Verletzungen zuzufügen, doch er setzte sein Vorhaben nicht vollständig um. Danach holte er eine Schusswaffe hervor und gab mehrere Schüsse ab. Nach den Ergebnissen der Ermittlungen starb Ingrid nahezu augenblicklich. Der Angriff war schnell und geplant. Er wartete, bis das Haus leer war, und wählte einen kleinen, abgeschlossenen Raum, in dem er die Situation vollständig kontrollieren konnte. Nach der Tat floh er nicht. Stattdessen begann er, das Geschehen mit seiner Handykamera zu filmen. Er machte mehrere Videos, in denen er neben ihr stand und beleidigende sowie entwürdigende Ausdrücke verwendete. In einem der Videos machte er sogar eine eindeutig respektlose Geste in die Kamera, während er vor ihr stand, und erklärte offen, dass er die Tat begangen habe. Er schickte dieses Video an mehrere Chats, darunter auch an sein Gaming-Team, doch die Zuschauer hielten es für eine Fälschung, für Spezialeffekte oder für eine Inszenierung. Diese Reaktion verärgerte Guilherme. Daraufhin lud er die Aufnahmen auf seine Social-Media-Seiten hoch, in der Hoffnung, dass sie von Mitgliedern radikaler Online-Gruppen gesehen würden, mit denen er zuvor kommuniziert hatte. Er erwartete, dass ihm dies in diesen Kreisen Anerkennung und Respekt einbringen würde, doch auch dort wurden die Videos entweder als Provokation oder als Versuch, Aufmerksamkeit zu erlangen, wahrgenommen. Auf den Aufnahmen wirkte er gefasst und sogar zufrieden. Sein Verhalten war weit entfernt von dem, was man von jemandem erwarten würde, der gerade ein schweres Verbrechen begangen hat. Es gab weder Angst noch Reue oder Zweifel. Seine Sprache war klar und durchdacht und unterstrich, wie bedeutsam ihm seine Handlungen erschienen. In einem Video erklärte er sogar, dass dies nur der erste Schritt eines größeren Plans sei, den er in einem separaten Dokument festgehalten habe. Als die gewünschte Reaktion ausblieb, war Guilherme sichtlich enttäuscht. Er wollte Schock, Empörung und eine breite Diskussion, keine Zweifel. Als er erkannte, dass niemand ihn ernst nahm, stahl er das Auto eines Familienmitglieds und verließ den Tatort. Zu diesem Zeitpunkt versuchte er nicht zu fliehen oder Umwege zu fahren. Er fuhr einfach in die Nachbarstadt, ohne sein Ziel zu erklären. Während der Fahrt kontaktierte Guilherme seinen Bruder und gestand ihm, dass er Ingrid getötet hatte.
Zunächst hielt sein Bruder dies für einen makabren Scherz. Guilherme hatte schon früher unheimliche Äußerungen gemacht, obwohl er nie zur Tat geschritten war. Doch im Laufe des Gesprächs wurde klar, dass er die Wahrheit sagte. Guilherme gab detaillierte Angaben zum Ort und zu den Umständen und bat seinen Bruder, sich nicht einzumischen. Anstatt in Panik zu geraten, blieb der Bruder ruhig und überzeugte Guilherme methodisch, die Situation nicht weiter zu verschlimmern, indem er ihn dazu brachte, aufzuhören und sich der Polizei zu stellen. Er versprach, zu ihm zu kommen und sich mit ihm zu treffen. Kurze Zeit später kam Guilherme von sich aus zur Polizeistation und erklärte ruhig, dass er sich wegen des begangenen Mordes stellen wolle. Sein Verhalten war ungewöhnlich gelassen. Er zeigte weder Anzeichen von Angst noch von Panik und verlangte keinen Anwalt. Auf die Frage nach seinen Motiven antwortete er, dass dies nur die erste Phase eines größeren Plans sei, den er in seinem Tagebuch beschrieben habe. Zunächst glaubten ihm die diensthabenden Beamten nicht. Aufgrund seines ruhigen Verhaltens und der fehlenden sichtbaren Spuren an seiner Kleidung bestanden erhebliche Zweifel an seinen Aussagen. Als sie jedoch die von ihm angegebene Adresse überprüften und dort eintrafen, bestätigten sich seine Angaben. Die Leiche der jungen Frau befand sich tatsächlich in dem von ihm beschriebenen Zimmer. Die nach Hause zurückgekehrten Familienmitglieder waren schockiert. Die Ermittlungen begannen unmittelbar nach seiner Festnahme. Es stellten sich nicht nur Fragen zum Verbrechen selbst, sondern auch zu seinen Motiven und dazu, warum er das Video so beharrlich verbreitet hatte. Guilhermes Verhalten entsprach nicht dem typischen Verhalten eines Verbrechers. Er versuchte nicht zu fliehen oder Beweise zu vernichten. Im Gegenteil, er tat alles, um möglichst viele Menschen über den Vorfall zu informieren. Nach dem Geständnis von Guilherme Costa und der Entdeckung des Opfers im Haus seiner Familie standen die Ermittler vor einem weiteren Problem. Sie hatten keine genauen Angaben zu ihrer Identität. Ingrid Oliveira. Bueno da Silva hatte keine Dokumente bei sich, weder einen Studentenausweis noch einen Personalausweis. In ihrem Rucksack befand sich nichts, was eindeutig bestätigte, wer sie war. Weder Guilhermes Mutter noch sein Bruder kannten sie. Beide hatten ihre Treffen bewusst geheim gehalten. In ihren Nachrichten an ihre Verwandten gab Ingrid vor, sich mit einem Kollegen aus dem Praktikum zu treffen. Ihre Identität konnte schließlich anhand handschriftlicher Notizen in ihrer Tasche festgestellt werden. Darunter befand sich die Adresse von Ingrids Tante und Großmutter. Die Polizei begab sich dorthin, stellte ihre Identität fest und informierte die Familie über die Tragödie. Es folgte die offizielle Identifizierung. Ihre Eltern waren zutiefst verzweifelt und die von Guilherme verbreiteten Videos machten diese Nachricht noch verheerender. Auch Guilhermes Mutter war schockiert. Sie erklärte, sie habe Ingrid noch nie zuvor gesehen und nichts davon gewusst, dass ihr Sohn Kontakt zu ihr gehabt habe. Noch schwerer zu verkraften war für sie die Erkenntnis, dass sich das Verbrechen in dem Haus ereignet hatte, in dem sie selbst lebte. Als man ihr die Videos aus dem Internet zeigte, weigerte sie sich zu glauben, dass diese echt seien. Ihren Angaben zufolge habe ihr Sohn niemals Gewalt gezeigt, sei stets höflich gewesen, habe im Haushalt geholfen und sich um seine Nichten gekümmert. Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten die Telefone beider. Auf Ingrids Gerät befanden sich Nachrichten, Audioaufnahmen und Fotos, die die Art ihrer Kommunikation sowie ihre wachsende Besorgnis in den letzten Tagen vor ihrem Tod belegten. Von besonderem Interesse waren ihre Nachrichten an ihren Ex-Freund Alan, in denen sie ihre Zweifel und Befürchtungen schilderte. Guilhermes Telefon war teilweise gelöscht worden. Er hatte einige Nachrichten und Dateien entfernt, doch den Kriminaltechnikern gelang es, einen Großteil der Daten wiederherzustellen. Unter den gesicherten Materialien befanden sich Bilder mit aggressiven Motiven sowie Verweise auf radikale Online-Foren. Außerdem fanden sie eine Textdatei mit dem Titel »Mein Tagebuch«. Der Inhalt dieser Datei bestätigte, dass es sich nicht um eine spontane Tat handelte. Darin beschrieb er detailliert, wie man Sympathie weckt, wie man emotionale Abhängigkeit erzeugt und wie man das Verhalten eines Menschen manipuliert, ohne bis zum letzten Moment auf körperliche Gewalt zurückzugreifen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde eine psychologisch-psychiatrische Begutachtung angeordnet. Diese wurde in mehreren Schritten durchgeführt und umfasste die Beobachtung seines Verhaltens, Gespräche mit Fachleuten und die Untersuchung der Fallunterlagen. Die wichtigste Frage für die Experten war, ob er zum Zeitpunkt der Tat die Folgen seiner Handlungen verstanden hatte.
Die Experten kamen einstimmig zu dem Schluss, dass der Angeklagte sich seiner Handlungen voll bewusst war, die Folgen verstand und vorsätzlich handelte. Sie stellten ausgeprägte psychopathische Züge fest. Mangel an Empathie, Lügenhaftigkeit, Neigung zur Manipulation, emotionale Kälte und Interesse an aggressivem Verhalten. Diese Merkmale wurden jedoch nicht als ausreichend angesehen, um ihn von der strafrechtlichen Verantwortung zu befreien. Guilhermes Anwalt versuchte, dieses Gutachten anzufechten, indem er eine alternative Einschätzung eines unabhängigen Psychiaters vorlegte. Dieser diagnostizierte bei ihm eine schwere Persönlichkeitsstörung und behauptete, dass diese seine Fähigkeit beeinträchtige, Verantwortung für seine Handlungen zu übernehmen und dass er eine Behandlung und keine Bestrafung benötige. Das Gericht wies diese Einschätzung jedoch zurück und verwies auf den Widerspruch zum offiziellen Gutachten, den nicht obligatorischen Charakter sowie auf das Verhalten des Angeklagten, das Selbstbeherrschung und Besonnenheit zeigte. Als die Verteidigung auf der Grundlage seines psychischen Zustands keine Option mehr war, änderte sich die Strategie. Der Anwalt begann, auf eine Verkürzung der möglichen Haftstrafe hinzuarbeiten und führte als mildernde Umstände das junge Alter von Guilherme, seine Vorstrafenfreiheit und seine schwierige Kindheit an. Der Prozess gegen Guilherme Costa begann nicht sofort. Die erste Anhörung wurde für März 2022, ein Jahr nach der Tat, angesetzt, jedoch später verschoben. Die Staatsanwälte erklärten, sie benötigten mehr Zeit für die Analyse der digitalen Beweise, der Korrespondenz, der wiederhergestellten Dateien und der Gutachten. Eine zweite Verzögerung folgte im Mai desselben Jahres, als das Gericht keine geeigneten Zeugen finden konnte. Erst am 8. August 2022 begann der Prozess offiziell. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Staatsanwaltschaft eine detaillierte Anklageschrift vorbereitet. Diese basierte auf Guilhermes eigenen Geständnissen, Materialien von beschlagnahmten Geräten, Aufzeichnungen vom Tatort, Aussagen von Verwandten und psychiatrischen Gutachten. Die Staatsanwälte bestanden darauf, dass die Straftat mit besonderer Grausamkeit nach vorheriger Absprache und in voller Kenntnis der Folgen begangen worden sei. Die Verteidigung versuchte erneut, sich auf den psychischen Zustand des Angeklagten zu berufen, doch das Gericht wies diese Argumente zurück. Der Richter berücksichtigte auch das Verhalten von Guilherme nach der Tat, sein Bestreben, die Tat öffentlich zu machen, die Verbreitung des Videos und sein ruhiges Verhalten bei der Übergabe an die Polizei. Während der Verhandlung bestritt Guilherme seine Schuld nicht und zeigte während seiner gesamten Aussage nicht die geringste Reue. An einer Stelle bemerkte er sogar, dass er sein Vorhaben umgesetzt habe und lediglich bedauere, dass die Reaktion der Öffentlichkeit nicht so stark ausgefallen sei, wie er gehofft hatte. Das Gericht befand ihn des vorsätzlichen Mordes ersten Grades für schuldig. Das Urteil umfasste 14 Jahre Haft in einer Hochsicherheitsanstalt mit obligatorischer psychiatrischer Überwachung und regelmäßigen Untersuchungen vor einer möglichen Entlassung. Das Gericht betonte, dass diese Kontrollmaßnahmen angesichts seiner ausgeprägten Persönlichkeitsstörung und des hohen Rückfallrisikos notwendig seien. Die Familie von Ingrid nahm das Urteil mit Enttäuschung auf. Ihrer Ansicht nach war die Strafe zu mild. In Brasilien kann die Höchststrafe für diesen Tatbestand bis zu 30 Jahre betragen und sie hatten ein härteres Urteil erwartet. Ihre Eltern und Angehörigen erklärten wiederholt, dass das Verhalten des Angeklagten keinen Zweifel an seiner Gefährlichkeit ließ und dass die Öffentlichkeit des Verbrechens sowie das von ihm verbreitete Video dies nur bestätigten. Mit der Urteilsverkündung war die Geschichte noch nicht zu Ende. Im Jahr 2023 kamen die Strafverfolgungsbehörden einer neuen Spur auf die Spur. Die Analyse der Online-Aktivitäten von Guilherme ergab, dass er möglicherweise nicht der Einzige war, der an der Planung beteiligt gewesen war. Die Ermittler stellten fest, dass er vor der Tat mit mehreren Mitgliedern radikaler Internetgruppen in Kontakt stand. 4 Personen wurden identifiziert: Gabriel Viares, Carlos Eduardo, William Santos und Vitor Sousa, die ihn laut den Akten angestiftet und mit ihm mögliche Szenarien für die Tat besprochen hatten. Anschließend wurden alle 4 festgenommen. Einer von ihnen rief sogar Ingrids Vater an, um sich über ihren Tod lustig zu machen, was die Beteiligung der Gruppe zusätzlich bestätigte und die Position der Anklage stärkte. Die Ermittlungen wurden fortgesetzt, doch zum Zeitpunkt des Abschlusses des Hauptverfahrens war das Schicksal dieser Personen noch ungewiss.
Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.